Ich habe Amazon nach dem perfekten Duschvorhang durchsucht und will sicherstellen, dass genug Stoff überhängt. Dem Tisch verpasse ich schnell einen Anstrich und nähe alles rundherum fest. Fädele eine Schnur durch den von mir genähten Tunnel. Jetzt kannst du die neue Hülle auf den Tisch legen. Ich liebe diese maßgefertigte Tischdecke. Fang damit an, deinen Tisch abzuschleifen und mit dem Streichen zu beginnen. Nimm dir Schleifpapier und schleife, um einen Used Look zu erzeugen. Schneide den Stoff grob auf die richtige Größe zu. Hol dir etwas Hardcoat Mod Podge. Lege den Stoff auf den Tisch und schneide ihn zu. Trage Mod Podge auf die Oberseite und alle anderen Tischteile auf. Jetzt ist es ein verspielter Blickfang im Raum. Du wirst 4 von diesen Leinwänden brauchen. Und wir drehen sie jetzt um, tragen einen Streifen Kleber auf und drücken dann einfach diese beiden hier zusammen. Setze eine Tackerklammer über den Spalt, damit du die Klemmen abnehmen kannst. Dreh das vorsichtig um und ich werde einfach ein paar Tackerklammern setzen, es über die Leinwand legen und dann einfach gerade nach oben schneiden. Okay, wir können es jetzt befestigen und eine Tackerklammer setzen. Wir haben dieses wunderschöne Kunstwerk. Ich habe einen lustigen Duschvorhang gefunden. Nun beginne ich, den Tisch zu streichen. Mit einem Teppichmesser fahre ich an der Kante entlang und versiegele die Farbe zum Schutz. Trage eine Schicht Mod Podge auf das ganze Glas auf. Und jetzt lege ich den Duschvorhang darauf. Ich möchte den Überschuss abschneiden. Trage noch eine Schicht Mod Podge obendrauf auf, um zusätzlichen Schutz zu bieten. Dieser kleine Tisch ist jetzt so süß. Perfekt für sonnige Tage auf dem Balkon. Du beginnst mit einer Kissenfüllung und besorgst dir einen Duschvorhang. Ich mache meines 15 Zoll groß. Für die Rückseite des Kissens werden wir eine Tasche machen. Was wir jetzt machen, ist, dass wir diese Falte in der Mitte aufschneiden. Ich falte sie etwa einen halben Zoll um. Wir wollen einfach eine richtig saubere Kante schaffen. Du kannst stattdessen auch Kleber verwenden. Diese Seite ist jetzt fertig. Du möchtest, dass die schönen Seiten aufeinander liegen. Und die andere Seite, wo wir genäht haben, die werden sich im Grunde überlappen. Wickel es ein paar Mal herum, halte es unten fest und wende es dann auf rechts. Und ich werde es hinten herum wickeln. Ich werde es an dieser doppelten Seitennaht befestigen, die wir gemacht haben. Wickel es um die Knöpfe. Und jetzt hast du ein neues, wasserdichtes Kissen, das du draußen hinlegen kannst. Schaff Platz und häng einen Duschvorhang auf. Stell deine Ausrüstung auf, füge ein paar Liegestühle hinzu und wenn es dunkel wird, genieße einen Snack, während du einen Film schaust. Ich habe 4 Stoffrechtecke zugeschnitten. Ich habe die Kanten mit Heißkleber geklebt und nach unten gefaltet, um eine Naht zu machen. Ich habe sie auf meinen Tisch gelegt. Und das Tolle ist, sie sind wasserdicht. Ich habe an jeder Ecke 2 Command-Haken mit 2 Spannstangen aufgehängt. Ich habe Vorhänge an jede Stange gehängt und die Spannstangen auf die Haken gelegt. Schon hatten wir Vorhänge. Ich habe den Duschvorhang im Secondhand-Laden gefunden. Ich legte mein Kissen auf den Duschvorhang und klebte 3 Seiten mit Heißkleber. Anschließend maß ich Klebehaken und Klettverschlüsse am Lampenüberhang ab. Jetzt kann ich den Kissenbezug zum Reinigen öffnen und schließen. Beide Taschen habe ich ausgeschnitten und als Stift bzw. Bleistifthalter genutzt. Auch den unteren Teil der Beine habe ich entfernt. Ich habe die Tasche an 3 Seiten mit Heißkleber befestigt. Du könntest Buntstifte und einen Zeichenblock hinzufügen, wenn du möchtest. Mit dem Kissen-Inlet platziere ich ihn auf meinem Duschvorhang und schneide drumherum. Ich habe das Duschvorhangstück in meinen Rahmen gelegt. Ich habe es als Wanddeko aufgehängt und es dient gleichzeitig als Pinnwand.